Alien Investor präsentiert. Stell dir vor, dein Parlament stimmt gegen ein Gesetz. Mehrheit dagegen. Eigentlich vorbei. Ein paar Wochen später gilt es trotzdem. Kein Putsch, keine Panzer. Nur ein Verfahrenstrick. Das ist die Geschichte der EU-Chat-Kontrolle, Teil 1. Und sie verrät dir mehr über dieses System als den Verantwortlichen. Kerstin ist heute beim Synapsencheck. Nur Mio und ich halten die Stellung. Draußen dröseln wir das auf. Was ist da im Juli passiert? 1. Was die Chat-Kontrolle wirklich ist. Es gibt zwei Dinge, die beide Chat-Kontrolle heißen. Wir reden heute über das erste. Offiziell ist das die EU-Verordnung 2021/1232. Das ist eine befristete Ausnahme von der europäischen Datenschutzregel für Kommunikation. Sie erlaubt Anbietern, private Chats und Mails freiwillig nach bekanntem Missbrauchsmaterial zu durchsuchen. Freiwillig, keine Pflicht. In der Praxis nutzen das nur unverschlüsselte US-Dienste, Gmail, der Facebook und Instagram Messenger, Skype, Snapchat. Merk dir diesen einen Punkt. Das hier ist noch nicht die verpflichtende Variante, die auf deinem Handy mitliest. Die kommt in Teil 2. 2. Abgelehnt und trotzdem beschlossen. März 2026. Das Parlament lehnt die Verlängerung ab. 311 Stimmen dagegen, 228 dafür. Eine klare Sache. Anfang April läuft die Regelung aus. Ab da gibt es keine Rechtsgrundlage mehr fürs freiwillige Scannen. Damit hätte die Geschichte zu Ende sein können. War sie nicht. Anfang Juli taucht derselbe Vorschlag wieder auf. Am 7. Juli beschließt das Parlament ein Eilverfahren. 2 Tage später, am 9. Juli, dem letzten Sitzungstag vor der Sommerpause, wird abgestimmt. Und jetzt kommt der interessante Teil. 3. Der Verfahrenstrick. Bei der Abstimmung am 9. Juli waren 314 Abgeordnete gegen die Verlängerung, 276 dafür. Eine Mehrheit der Anwesenden war also dagegen. Trotzdem gilt das Gesetz jetzt. Wie geht das? 2 Hebel greifen ineinander. Erster Hebel. Der Rat, also die Regierungen der Mitgliedstaaten, hat den abgelehnten Vorschlag als eigene Position übernommen und zurück ins Parlament geschickt. Damit war es formal eine zweite Lesung. Und in der zweiten Lesung gilt nach den EU-Verträgen eine andere Regel. Das Parlament kann eine Position des Rates nur noch mit der absoluten Mehrheit aller Mitglieder ablehnen. Das sind 361 von 720 Sitzen. Nicht die Mehrheit der Anwesenden, die Mehrheit aller. Die 314 Nein-Stimmen lagen 47 darunter. Zweiter Hebel. Das Ganze lief im Eilverfahren, durchgesetzt am letzten Tag vor der Sommerpause, als viele Abgeordnete schon abgereist waren. Wenige Anwesende, noch schwerer, die 361 überhaupt zu erreichen. Vorangetrieben hat dieses Eilverfahren die Fraktion um Parlamentspräsidentin Roberta Metsola. Das Ergebnis: eine Mehrheit stimmt dagegen und das Gesetz gilt trotzdem. Verlängert bis April 2028. 4. Wer gescannt wird und wer nicht. Was heißt das konkret für dich? Gescannt werden die unverschlüsselten Dienste. Gmail, der Facebook und Instagram Messenger, Skype, Snapchat, iCloud Mail. Nicht durchsucht werden die Inhalte von Ende zu Ende verschlüsselten Diensten. Signal, Trema und auch die Nachrichten in WhatsApp bleiben inhaltlich außen vor. Ein Punkt der Ehrlichkeit halber: WhatsApp gehört zu Meta und Meta meldet trotzdem viel über unverschlüsselte Wege wie Nutzermeldungen, Gruppennamen oder Backups. Die Nachrichteninhalte selbst werden nicht durchleuchtet. Und 2 Dinge stehen ausdrücklich im Gesetz. Sprachanrufe und Sprachnachrichten sind vom Scannen ausgenommen. Und die Verordnung darf nicht so ausgelegt werden, dass sie Verschlüsselung schwächt. Das klingt beruhigend. In Teil 2 ist genau das nicht mehr garantiert. Von die Zahlen, die selten jemand nennt. Die Chat-Kontrolle wird mit Kinderschutz begründet. Niemand ist gegen Kinderschutz. Die Frage ist, ob das Werkzeug überhaupt funktioniert. Ein paar geprüfte Zahlen. Die Schweizer Bundespolizei sagt, 80% der maschinell gemeldeten Inhalte sind nicht illegal. 4 von 5 Treffern gehen ins Leere. In Irland waren im Jahr 2020 nur rund 20% der Meldungen echtes Missbrauchsmaterial. Das deutsche Bundeskriminalamt kommt auf etwa die Hälfte strafrechtlich irrelevant. Und der bitterste Punkt: In Deutschland richten sich fast 40% der Ermittlungsverfahren in diesem Bereich gegen Minderjährige selbst. Oft Jugendliche, die einvernehmlich Bilder tauschen. Dazu die Herkunft. Und 75% aller Meldungen an die große US-Meldestelle stammen von Meta.
Und von diesen Metameldungen betreffen nach Schätzung etwa 99% bereits bekanntes Material. Kein neuer Fall, kein aktiver Täter. Ein System, das Millionen private Nachrichten durchleuchtet, um am Ende überwiegend fehlerarme und Altbekanntes zu produzieren. 6. Warum das erst Teil 1 ist. Bleibt die Frage, warum der ganze Aufwand für eine freiwillige Regelung? Weil sie die Tür offen hält. Solange die freiwillige Variante läuft, bleibt das Thema gesetzt, bis die verpflichtende Version kommt. Die heißt Chat-Kontrolle 2.0. Und die will genau das, was Teil 1 noch ausschließt. Verpflichtend scannen, auch bei verschlüsselten Diensten, direkt auf deinem Handy, bevor die Nachricht überhaupt verschlüsselt wird. Dazu Altersprüfung und das Durchsuchen deiner Cloud. Teil 1 ist das Vorspiel. Teil 2 ist die eigentliche Sache. Darum geht es im nächsten Video. Zurück zu dir, Alien. Bevor es weitergeht, kurz zum Fundament deiner Freiheit. Geld. Wenn du unkompliziert Bitcoin kaufen und gleichzeitig diesen Kanal unterstützen willst, habe ich was für dich. Mit 21 Bitcoin kannst du unkompliziert und schnell Bitcoin kaufen und gleich per Auto-Wallet-Transfer auf deine eigene Wallet übertragen lassen. Ich habe das Kennwort Alien Investor im System hinterlegt. Das ermöglicht eine Ersparnis von 20% bei den Kosten für den Kauf bei 21 Bitcoin. Genau, und wer Bitcoin hat, muss sie auch wie ein Profi sichern. Ich nutze dafür die Bitbox. Für diese digitale Tresorschachtel aus der Schweiz gibt es mit unserem Kennwort 5% Preisnachlass. Die Verlinkungen dazu befinden sich unter der Videobeschreibung. Drei Dinge zum Mitnehmen. Erstens, ein Parlament sagt Nein und das Gesetz kommt durch die Hintertür trotzdem. Das ist nicht der Kinderschutzteil, das ist der Demokratieteil und der ist das eigentliche Problem. Zweitens, das Werkzeug trifft zu 4/5 daneben und zieht die Falschen ins Netz. Massenüberwachung, die nicht einmal ihr eigenes Ziel erreicht. Drittens, das hier war nur das Vorspiel, die verpflichtende Version steht schon in der Warteschlange. Was du selbst tun kannst, nutze Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Threema oder besser White Noise, statt normale Standard-Messenger, die mitlesen. Verschlüsselung ist kein Verbrechen, sie ist Selbstverteidigung. Vertraue niemandem, manage deine Finanzen selbst. Wenn dir das Video gefallen hat, liken, abonnieren, kommentieren und Links in der Beschreibung benutzen, um den Kanal zu unterstützen. Und falls du es noch nicht wusstest, auf alieninvestor.org findest du das alles selbst. Mein Bitcoin-Steuertool, mit dem du deine Steuer ohne fremde Hilfe machst, der Alien Analyzer, der dir Aktien wie Apple auf Herz und Nieren prüft, meine Aktienanalysen und meine laufenden Bitcoin-Kursanalysen, der Powerlord-Chart und mein Mission Control Dashboard, meine Blogartikel zu allen wichtigen Themen, meine Apps im Nostr App Store, frei von Google und Apple, meine Bücher, direkt bei mir oder als Kindle und das Alien Phone, ein Handy mit vorinstallierten Graphene OS, ein Ort, ein Ziel, deine digitale Souveränität.